Um zu verstehen, welches Potenzial die Crowd für jede Organisation hat und welche Chancen darin liegen für Unternehmen oder Kommunen oder Bildungseinrichtungen und wie die sich dadurch wirklich Wettbewerbsvorteile erarbeiten können und das zu einem überschaubaren Aufwand und auch zu einem überschaubaren Budget. Dafür sollte ich wahrscheinlich die Idee hinter Foxem einfach mal ein wenig erzählen, erklären, erläutern. In den letzten 10 Jahren war ich in der Geschäftsleitung bei einem sauerländischen Maschinenbauunternehmen, der Firma Berghoff. Und die ist ein Zulieferer für die Halbleiter- und die Aerospace-Industrie. Diese Industrien haben eine ganz besondere Auftragscharakteristika. Und zwar sind die relativ komplex und wir müssen viel kalkulieren. Es ist nämlich so, dass wir nicht wie im Automobilbereich beispielsweise etwas jetzt kalkulieren und habe ich erstmal für 5 Jahre den Auftrag, sondern ich habe durchaus 500, 600, 700 Kalkulationen im Jahr von recht anspruchsvollen Teilen. Und kalkuliert hat bei uns ein Mann, der das seit 2006 macht. 2006 bin ich in das Unternehmen eingestiegen, da haben wir 20 Mitarbeiter gehabt, 2 Millionen Euro Umsatz, also so ein klassischer Lohnfertiger. Das hat sich in den Jahren entwickelt. Heute haben wir 200 Mitarbeiter und machen rund 40 Millionen Euro Umsatz, haben Standorte in Deutschland, der Schweiz und in den USA. Ist also alles eine ganze Ecke größer und breiter geworden. Und während wir früher nur die mechanische Bearbeitung, also das Bearbeiten des Metallstücks gemacht haben, decken wir heute die ganze Supply Chain ab. Da gehört also tatsächlich dazu sowas wie der Einkauf, die Programmierung, die Projektleitung, natürlich die mechanische Bearbeitung, die Qualität, die Reinigung und die Logistik. Es ist also eine sehr viel breitere Dienstleistungspalette, von der die mechanische Bearbeitung nur noch ein Teil ist. So, und der Kalkulator war der Experte der mechanischen Bearbeitung. Und ich stellte in den letzten Jahren fest, dass die Angebote, die kalkuliert werden, häufig nicht mehr preislich zu dem passten, was wir tatsächlich gebraucht haben am Ende. Da waren ordentliche Abweichungen, teilweise muss man schon sagen bis zu 100%. Und das ist bei uns wie in jeder anderen Branche. Wenn ich zu teuer anbiete, kriege ich den Auftrag nicht. Wenn ich zu billig anbiete, mache ich gegebenenfalls Minus. Das hat mir schon Sorgen bereitet. Und so habe ich mit dem Kalkulator gesprochen. Ich habe gesagt, Mensch, was ist denn los? Warum liegen wir denn in den letzten Jahren so daneben häufig? Ja, sagt er, das ist eigentlich ganz einfach. Früher war es so, da haben wir mechanische Bearbeitung gemacht. Da musste ich Zeiten, Fräszeiten, Drehzeiten kalkulieren. Und wenn du dir heute die Kalkulationen anschaust, da bin ich immer noch top. Aber die Bandbreite ist so groß geworden von Dingen, die ich kalkulieren muss. Wie gesagt, ich muss die Projektleitung, CAD/CAM, Logistik und so weiter, muss ich ja alles mitkalkulieren. Da habe ich überhaupt keine Expertise drin. Und noch viel schlimmer, die ganzen Schnittstellen zwischen diesen Abteilungen, die kann ich kaum kalkulieren. Und das macht es relativ schwierig. Ja, sage ich, was machen wir denn da? Ja, sagt er, ich bräuchte aus jeder Abteilung eigentlich jemanden, der mir seine Expertise in der Kalkulation gibt. Und dann kann ich das zusammensetzen. Ja, ich sage, nichts leichter als das. Holen wir die 5 Leute doch einfach mal her. Dann habe ich die 5 Leute plus den Kalkulator in den Raum gesetzt, habe gesagt, so, hier ist eine Anfrage, bitte kalkuliert die mal. Es sind hier ja nur Experten am Tisch, das muss doch jetzt richtig was werden. Naja, und dann gab ich dann frohen Mutes diese neuen Angebote raus an unsere Kunden. Und was soll ich sagen? Es war genauso schlimm wie vorher. Es wurde einfach nicht besser. Wir lagen immer noch daneben. Und ich denke mir, das gibt's doch überhaupt nicht. Das kann doch gar nicht sein, dass wir jetzt so viele Experten am Tisch haben und liegen trotzdem daneben. Naja, und in meiner Verzweiflung ist es dann so, dass ich da anfange, viel zu grübeln und viel zu lesen. Und beim Lesen fiel mir ein Buch in die Hand von James Surowiecki, nennt sich The Wisdom of Crowds, also die Weisheit der Vielen. In diesem Buch beschreibt der James Surowiecki einen englischen, britischen Sozialforscher, war es glaube ich, Sir Francis Galton, der im Jahre 1906 im zarten Alter von knapp über 80 Jahren die Dummheit der Masse beweisen wollte. Und so ist er auf eine englische Tierschau gegangen und dort auf diesen Tierschaus gab es ein Entertainment, das nannte sich The Weight of an Ox, also das Gewicht eines Ochsen. Es funktionierte so, dass dann die Gäste dieser Tierschau 6 Pence in so einen Topf reinwerfen mussten und jeder durfte dann eine Schätzung abgeben, wie schwer denn wohl der Ochse ist. Und wer dann das Gewicht getroffen hat, hat den Jackpot gewonnen.
Und da hat er gesagt, das ist ein super, super Beispiel, wie ich belegen kann, wie dumm die Masse ist. Weil da natürlich nicht nur Fleischer und Bauern waren, sondern da waren Familienväter, da waren Kaufleute, da war also ein Querschnitt der Gesellschaft. Und die können ja eigentlich alle keine Ahnung haben, denn er wollte ja beweisen, dass Experten viel schlauer sind als ja, sozusagen die Masse. Und so sammelte er dann diese rund 800 Stimmzettel ein und wertete die aus. Und tatsächlich hatte er eigentlich recht. Denn die Gewichte, die geschätzt wurden, die waren enorm weit auseinander. Der eine sagte, Mensch, der Ochse wiegt 200 Kilo und der andere sagte, der wiegt 2000 Kilo. Oder Pfund, ist das ja in England. Und da hat er schon gesagt, guck mal hier, habe ich ja wohl recht gehabt. Was er aber auch feststellte, war, als er den Median nahm, also 50%, der 50% Wert, 50% Antworten, die größer sind, 50% Antworten, die kleiner sind, als er den Median nahm, stellte er fest, dass die Schätzung des Medians gerade mal 1 Pfund vom tatsächlichen Gewicht des Ochsen entfernt war. Und da hat er gesagt, das ist ja faszinierend. Der Einzelne scheint also dann tatsächlich doch relativ dumm zu sein. Ich muss auch dazu sagen, kein einziger hat das Gewicht getroffen, auch kein Experte. Die Masse war also am nächsten dran. Und so hat er sich dann auf die Fahne geschrieben, zu versuchen zu belegen, ob das denn systematisierbar ist, ob das ein Einzelfenomen war oder ob da ein Gesetz raus entsteht. Und er stellte dann im Laufe der nächsten Jahre fest, ja, da ist eine Gesetzmäßigkeit dahinter, aber nur, wenn ich bestimmte Dinge beachte. Eine dieser Kriterien, die man beachten musste, war, so schreibt er, die ganzen Stimmen müssen autark abgegeben werden. Das heißt, die Menschen dürfen nicht miteinander kollaborieren, dürfen sich nicht abstimmen. Sie müssen ihre eigene Meinung herausgeben, weil sie sonst beeinflusst würden. Ich mache ein Beispiel. Wenn ich jetzt fragen würde, wie schwer ist die Tasche, die da vorne steht, dann würdest du jetzt sagen, ja, du hättest jetzt irgendeine Vorstellung. Wenn ich aber sagen würde, wie schwer ist denn wohl die Tasche, die da vorne steht, ich tippe übrigens 20 Kilo, dann wird sich, ob du willst oder nicht, deine Meinung irgendwo in diese Richtung um die 20 Kilo bewegen. Auch wenn du vorher 2 Tonnen gesagt hast, wirst du nicht mehr 2 Tonnen sagen jetzt. Vor allem, wenn ich auch noch kompetent erscheine. Vielleicht bin ich auch sogar noch Taschenhersteller. Ja, dann bewegt man sich automatisch in diese Richtung. Naja, und da habe ich gedacht, jetzt muss ich doch mal überlegen, ob ich das nicht bei uns umsetzen kann. Und so habe ich dann Folgendes getan. Ich habe diese 6 Experten meiner Kalkulation genommen und habe gesagt, Jungs, ihr setzt euch jetzt bitte alle in verschiedene Räume. Kalkuliert einfach. Ihr kalkuliert die komplette Anfrage. Ist eigentlich fast wurscht, was rauskommt. Ich nehme sie eh nicht. Ich nehme den Median und den biete ich am Markt an. Gesagt, getan. Und was passierte? Wir haben seitdem noch nie so genaue Kalkulationen. Also wie seitdem noch nie so genaue Kalkulationen gehabt. Und das machen wir jetzt seit 1,5 Jahren. Ja, ich habe mich dann gefragt, ob das von den Zahlen her, von dem, mit dem wir uns bisher beschäftigt haben, also Median, und alles recht gut messbar, ob das nicht vielleicht auch wirklich abstrahierbar ist in einen Bereich von Themen, die mich auch bewegen. Ich stehe ja nicht nur vor Zahlenproblemen, ich stehe ja auch vor den Thematiken, dass ich auf gewisse Fragen einfach keine Antwort habe. Mir muss niemand sagen, welche Fragen ich zu stellen habe. Ich weiß schon sehr genau, welche Fragen ich stellen muss, damit mein Unternehmen einen Schritt vorankommt. Mein Problem ist aber, ich weiß erstens nicht, ist die Antwort, die ich mir gebe, die richtige oder habe ich überhaupt eine Antwort? Und aus dem Grund habe ich mich gefragt, inwiefern kann man das denn vielleicht, dieses Prinzip der Weisheit der vielen nutzen, um Antworten zu bekommen. Und dann habe ich ein paar Testballons gestartet. Ich habe 2 befreundete Unternehmer gefragt, ob sie mit mir so eine kleine Pilotgruppe machen. Das eine war ein Baumarktleiter und das andere war ein Leiter eines Freizeitparks. Ich habe dazu noch Freunde, Bekannte, alle möglichen Leute in eine Crowd zusammengefasst. Das war eine überschaubar große Crowd, 50 Leute waren das, Pi mal Daumen. Und bin dann zu den beiden Unternehmern gegangen und habe den Baumarktleiter gefragt, so, wo drückt denn dir der Schuh? Was wäre ein Thema, was dich im Moment faszinieren würde oder wo du sagen würdest, die Antwort würde mich weiterbringen? Ja, sagt er, wir haben festgestellt, dass die meisten Heimwerker am Sonntag heimwerkern. Wenn der Papa also am Sonntag seine Gartenhütte baut, weil er da Zeit hat. Das Doofe ist, dann fehlt ihm irgendwann eine Schraube. Und das noch doofer ist, wir haben zu.
können ihm die Schraube noch nicht mal verkaufen. Wie löse ich das? Ja, ich sage, super, stell die Frage der Crowd, mal gucken, ob eine Antwort kommt. Und da kamen dann auch Antworten. Eine Antwort war zum Beispiel, mach doch sowas wie so einen Pizza-Lieferservice. Also du machst im Internet jemanden, der bestellt dann eine Schraube, dann kommt jemand vorbei. Nee, sagt der Baumarktleiter, das wäre nicht so sein Ding, weil er wollte jetzt nicht die Personalkosten hochschrauben, gerade für Sonntagsarbeit. Und ein weiterer Vorschlag war, stell doch einfach einen Cola-Automaten auf den Parkplatz. 5 Euro rein, Schraube, Hammer, Nagel, Zange, Standardsortiment, damit kommt er zumindest in die nächste Woche. Ja, dann sitzt der Baumarktleiter da und sagt, wieso komme ich denn nicht selber da drauf? Wieso kommen denn meine Tausende von Mitarbeitern nicht da drauf? Da sage ich, ja, die kommen drauf. Es gibt nur 2 Probleme. Erstens, deine Frage kommt nie da unten an. Und zweitens, selbst wenn sie unten ankommt und der Mann im Baumarkt sagt, ich habe da eine Lösung, gibt es 5 Hierarchien darüber, die sagen, kümmere dich nicht um so einen Mist, du sollst die Regale einräumen. Ja, und so hat tatsächlich dann in diesem Fall eine Person aus einer großen Crowd eine Lösung herbeigebracht. Ein anderes Beispiel, was fast noch schöner ist das eines Freizeitparks. Man kennt ja den Europapark in Rust. Der Europapark in Rust hat seit, ich glaube, 2 oder 3 Jahren ein ganz tolles Erlebnisrestaurant. Und zwar ist das aufgebaut wie eine Achterbahn. Du sitzt also in diesem Restaurant und es ist eine Achterbahn, über das dein Essen serviert wird. Und offenbar aufgrund der Gravitation bleibt Schnitzel und Pommes eben an dem Teller kleben und kommt dann zu dir an deinen Tisch. Der Gedanke ist ja schon irre. Also das muss man ja irgendwie mal gesehen haben, denkt man sich. Und das dachte sich dann auch der Freizeitparkbesitzer und sagte, boah, sowas bräuchten wir auch. Aber im eigenen Hause hatte man keine Kreativität, etwas Ähnliches aufzubauen. Und dann war auch dort mein Vorschlag, frag doch die Crowd. Das hat er getan, und zwar die Frage lautete sehr konkret, denn das ist auch wichtig, das ist ein zweites Element, du musst konkret fragen. Frag niemals, was können wir besser machen. Das ist einfach zu allgemein. Du musst eine konkrete Frage stellen, auf die konkret geantwortet werden kann. Er fragte also, wo auf der Welt habt ihr, liebe Crowd, schon Erlebnis- oder Themenrestaurants gesehen, die euch wirklich geflasht haben, die euch im Kopf geblieben sind, die euch begeistert haben? Und was hat euch begeistert? Naja, und dann kamen viele Antworten von der Crowd aus. Also die waren ja alle in Deutschland, die Crowd. Der sagte der eine, als ich in Japan war, habe ich das und das gesehen. Der zweite sagte, als ich in Kanada war, gab es das und das. Und der dritte, in Australien gibt es so und so ein Restaurant. Und jetzt ist das Tolle, jetzt hat dieser Freizeitparkleiter nicht es einfach so gemacht, dass er gesagt hat, ach, das aus Japan kopiere ich mal. Sondern er sagte, ach, das ist ja pfiffig. Jetzt nehme ich mal das Puzzleteil aus Kanada, setze das mit dem Puzzleteil aus Japan und mit dem Puzzleteil aus Australien zusammen und habe ein völlig neu kreiertes Themenrestaurant, was es so noch nicht gegeben hat. Hier haben wir also ein Beispiel dafür, wie eine ganze Crowd, die sie aber alle nicht kennen, niemals kennenlernen werden, ein Problem gelöst haben. Und alles in einer 1:1 Beziehung. Das ist ja das Wichtige auch dabei, dass ich frei sein muss in dem, wie ich antworte. Ja, dass ich also nicht, das ist keine Kollaboration in der Crowd, sondern ich gebe meine Antworten immer nur an das Unternehmen zurück und das Unternehmen kann was draus machen oder kann es eben auch sein lassen. Naja, und inspiriert von diesen beeindruckenden Ergebnissen, muss ich schon fast sagen, die auch teilweise zum Schmunzeln anregen, war dann meine Entscheidung getroffen, dass ich gesagt habe, das werde ich jetzt mal in Form einer Plattform umsetzen und anderen Unternehmen das anbieten. Dann muss doch ein großer Bedarf dafür sein, dass es nicht nur mir so geht, dass ich Dutzende von so relevanten Fragen habe.